Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustisan. Waddikrab Pipi, Waddikrab Tukon. Heute möchte ich euch wieder mein wöchentliches Garten-Update zeigen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video wie immer zahlreich kommentiert. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Video an andere Leute teilt. Würde mich natürlich auch über viele Likes freuen und freue mich über jedes neue Abonnent natürlich. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit meinem Garten-Update. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and unlearn? Wie immer würde ich sagen, starten wir hinten auf dem Grundstück. Da hat sich eben, also jetzt die letzte Woche, hat sich nicht so viel getan. Klar, ich habe eine Menge Mangos essen können von den Blumen hier, aber im hinteren Bereich, da hat sich nicht viel getan im Moment. Einfach durch die wirklich lange anhaltende Trockenheit jetzt im Moment und auch die Hitze. Es gab da auch etliche Warnungen seitens von Bangkok, die hier noch, also eigentlich war angesagt von Freitag bis Dienstag, wirklich richtige heftige Hitzewarnungen. Ich habe aber, wenn ich aufs wenn ich auf die Wetter-App schaue, das wird sich sicherlich noch bis Ende Woche hinziehen. Also so ab Sonntag, ab kommenden Sonntag sollen die Temperaturen wieder nach unten gehen. Regen ist erwartet bis, sage ich mal, frühestens Mitte Mai. Ja, somit ist es wirklich verrückt. Man kommt hier gar nicht mehr nach mit Wässern. Ich habe heute Morgen den Garten gesprengt, aber das sieht schon wieder so aus, als wenn die ganzen Pflanzen, Bäume hier schon wieder 2 Wochen kein Wasser bekommen hätten. Also es ist wirklich schlimm. Und ja, dementsprechend seid nicht erschrocken, wenn hier ja auch mein Gemüse, meine Tomaten, meine Gurken, es ist so schwierig, das Ganze hier am Leben zu halten. Es ist wirklich eine Herausforderung im Moment. Ich würde sagen, ich zeige euch noch die Mangos, die paar, die ich noch am Baum habe. Fange wieder bei den ganz großen an. Da seht ihr noch die Mangos, die großen, die ich noch habe. Es sind noch ein paar. Hier seht ihr jetzt eben, ja, das sind ja auch die gelben Trompetenblumen. Die lassen auch die Flügel hängen. Die Blumen habe ich wieder in Form geschnitten. Die hier auch. Dann seht ihr hier eine schöne Palme. Die wächst wunderschön. Da habe ich erst letztens wieder die Blätter von unten ein bisschen weggemacht. Dann meine Limettenbäume. Der hier kriegt vielleicht Früchte, so wie es aussieht. Ich habe da ein bisschen was gesehen. Der Limettenbaum hier hat keine Früchte. Und der hier, der hatte eine Frucht bekommen, habe ich gesehen. Ja, also ihr seht, es ist recht trocken hier. Ich habe auch heute Morgen den ganzen Rasen gesprengt mit so einem Sprenkler. Ja, aber das war irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and unlearn? You tell me. Dann wisst ihr ja, habe ich ja hinten noch andere Mangobäume. Die haben auch noch schöne Früchte, im Moment noch ein paar. Da habe ich eben auch schon letzte Woche von gegessen. Meine Frau und die Schwiegertochter möchten unbedingt, dass ich da die Mangos trockne, also schneide und trockne. Ich muss mal schauen, wenn ich noch dazu komme irgendwie, dann will ich das schon ganz sicher mal ausprobieren. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall mal die Mangobäume noch. Also der hier, der hat auch noch
einige Mangos dran. Der hier hat auch noch oben welche dran. Also ja, es gibt noch eine Zeit lang Mangos hier. Die werden mir nicht ausgehen im Moment. Denn wisst ihr ja, das ist ja hier der Rambutanbaum. Der kriegt jetzt auch, weiß nicht, ob man es sieht. Also da werde ich sicherlich auch ein paar Früchte bekommen. Und da sieht man es auch schon. Also Rambutan wird es denn doch auch ein bisschen gehen. Also Ngo auf Thailändisch. Dann hier meine Limetten. Also die kommen jetzt, wie gesagt, immer noch zahlreich. Da werde ich sicherlich jetzt auch bald schon ernten können. Also die kann ich sicherlich hier schon wegnehmen. Also Limetten, ja, da wird es einiges geben jetzt denn demnächst. Ja, also das ist so von den Mangos her und von den Limetten. Die anderen 3 Bäume, die lassen von den Limetten her noch ein bisschen auf sich warten. Aber hier kriege ich auf jeden Fall genügend Limetten und Mangos habe ich eben auch noch zum Essen. Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days are. Was eben ein bisschen traurig aussieht, hatte ich angesprochen, ist eben mein Gemüse, meine Tomaten, meine Bohnen. Ja, das Einzige, wo wirklich hervorragend nach wie vor wächst, ist der Schnittlauch. Ja, ich zeige euch mal die Tomaten. Hier seht ihr eben die Tomaten. Ja, und es ist nicht so, dass ich die zu wenig wässer. Ich wässer die jetzt mittlerweile 3-mal am Tag. Ja. Also Tomaten habe ich noch, das ist noch einiges dran. Aber es ist halt einfach alles, es ist wirklich viel zu trocken. Und ja, manche Tomaten faulen schon oder fangen schon das Faulen an, bevor sie reif sind, weil einfach vermutlich auch zu wenig Nährstoffe da sind. Ja, es ist wirklich gerade schwierig, das Ganze irgendwie vernünftig ja, zu bewässern. Das ist sehr schwierig im Moment durch die Hitze hier. Dann hatte ich letztens hier in meinem Rondell soweit alles schön aufgeräumt gehabt. Habe auch die Aubergine, die Coco da ausgegraben hat, jetzt in ein Betonrohr gepflanzt. Da ist es jetzt sicher. Ansonsten die Feigen, wo ich angesetzt habe, die entwickeln sich auch schön. Die zeige ich euch mal. Also hier seht ihr jetzt, das war der Absenker. Und hier jetzt die anderen Feigen. Hier hinten, das ist das, wo ich eben die Hoffnung habe, dass das doch Pfeffer ist, der da kommt. Denn hier noch die anderen Feigen und hier der Lamut, also der Chico aus den Philippinen. Das scheint jetzt auch schön zu kommen. Ansonsten die Melonen, die Robert mir mitgebracht hat, die entwickeln sich auch im Moment. Da hoffe ich jetzt auch, also Blüten hat es genügend. Hoffe, dass da jetzt dann auch bald mal Früchte dran hängen. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen in den Schatten verzogen, weil ja, bei der Hitze streikt die Kamera natürlich auch. Die wird dann relativ schnell heiß und dann stoppt die Aufnahme und ja, muss sie erstmal dann wieder abkühlen lassen. Deswegen stehe ich jetzt ein bisschen im Schatten. Aber wie gesagt, ihr seht, es hat sich hier hinten nicht allzu viel getan. Kanonen, die habe ich immer noch, die wachsen auch noch. Da habe ich auch noch immer fleißig, sage ich mal, Früchte, die ich meinen Schweinen geben kann oder den Nachbarn hier. Ich bin es jetzt mittlerweile schon, habe genügend gegessen. Ich verschenke sie oder gebe sie halt eben den Schweinen.
Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence. Aufgrund den Temperaturen würde ich dann auch eben sagen, ich werde dieses Video ein bisschen kürzer halten. Ist ja auch irgendwo mein Ziel, dass ich euch nicht immer so ganz lange Videos zeige. Deswegen stehe ich jetzt schon vorne auf dem Grundstück. Da möchte ich euch auch kurz ein bisschen was zeigen. Zu den Kokosnusspalmen muss ich sagen, da hat es vorgestern auch noch mal ein bisschen gestürmt. Ich dachte eigentlich, der Sturm wäre jetzt nicht so fest gewesen. Der war aber doch so. Aber ich vermute, dass die Palmwedel wahrscheinlich von den letzten heftigen Stürmen da ein bisschen auch angeknackst waren. Auf jeden Fall. Jetzt sind einige Wedel, die hängen nach unten. Die werde ich jetzt die nächsten Tage auch noch abschneiden. Und ja, aber ich zeige es euch einfach mal. Also die Palme hier, die Kokosnusspalme, sieht eigentlich ganz okay aus. Die hat weniger gelitten, die hat halt ein Wedel, der da nach unten geknickt ist. Die hier geht auch noch. Aber die hier, die hat dann arg gelitten. Also da sind zwei, die nach unten geknickt sind. Ja, denn hier seht ihr noch den Maplang-Baum. Ein paar Maplang habe ich noch am Baum. Gestern war der Neffe da, also der Neffe aus Bangkok, der gekommen ist. Der hat ein paar noch geholt, hat noch ein paar geerntet. Dann hier die Kokosnusspalmen. Da ist eigentlich nichts Großartiges so passiert. Ja, also ihr seht, die Kokosnusspalmen haben auch vorgestern noch mal ein bisschen leiden müssen. Oh, I long for you, sweet lady. Ansonsten die gelben Trompetenblumen. Da habe ich euch ja eine Videosequenz eingeblendet von vor dem Eingangstor. Die wachsen hervorragend. Hier innen kommen sie auch jetzt wieder so langsam. Seht ihr hier. Dann diese Blumen hier, die wunderschön blühen wieder. Denn das, was hier steht, auch. Ja, auch auf der Seite ist einiges von den Kokosnusspalmen umgeknickt, von den Wedeln. Das zeige ich euch auch mal noch kurz. Hier eben die Kokosnusspalmen, wo auch einige Wedel abgebrochen sind. Wie gesagt, ich werde jetzt auf der Seite und auf der anderen Seite die nächsten Tage die Wedel noch abschneiden. Und dann sind die auch wieder ein bisschen ansehnlicher. Also ihr seht, vorne hat sich von den Blumen ja auch nicht viel verändert. Also doch im Vergleich zur letzten Woche schon. Die blühen jetzt wieder um einiges mehr als letzte Woche noch. Und ja, ist auch wieder ein schönes Bild, wenn man hier reinläuft und jetzt wieder überall die blühenden Blüten hier sieht. Go till we're older. Put your head on my shoulder. And let's enjoy. Ja, ich würde jetzt sagen, ich mache, wie gesagt, ein kurzes Video draus. Ihr seht, so als Fazit, die Hitze hier macht allen zu schaffen. Den Pflanzen, mir, den Hunden auch, die Tiere auch auf dem Land draußen. Die leiden jetzt immer noch unter der starken Hitze hier. Und ja, ihr seht es ja auch, das Film macht es schwierig. Die Kamera hält ständig aus. Von daher werde ich das Video eben auch ein bisschen kürzer halten. So als Fazit eben, die Mangos habe ich noch einige, die ich essen kann. Versucht es hoffentlich auch jetzt bald mit den Mangos die zu trocknen. Denn meine Tomaten sind nicht mehr so schön, wie sie mal waren.
da habe ich mir schon überlegt, da werde ich sicherlich neue ansetzen, aber erst warte ich noch, bis jetzt dann mal ein bisschen Regen kommt. Die Gurken, die kommen schön. Die habe ich euch eine Videosequenz von eingeblendet. Von den Gurken her kann ich mich nicht so beklagen. Die wachsen, aber lassen halt auch die ganzen Blätter hängen jetzt bei der Hitze. Und ansonsten der Rambutan, der jetzt bald kommt. Sonst früchtemäßig, sage ich mal, das, was ich hier gerade, wenn ich nicht satt werde, bediene ich mich bei der Schwägerin drüben. Und ja, also so ist im Prinzip das Fazit von dem Update von dieser Woche. Dann würde ich jetzt sagen, ich verabschiede mich jetzt hier. Ich beende das Video an der Stelle. Möchte mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen bedanken. Coco und Cola bedankt sich auch. Cola habt ihr ja kurz gesehen. Coco ist auf Achse, der weiß ich nicht, wo der ist. Den habe ich heute Morgen ein bisschen abgeduscht. Seitdem war er ein bisschen beleidigt mit mir. Ja, aber der kommt sicherlich auch bald wieder. Und ansonsten, ja, sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn sich nicht so viel verändert hat. Ich muss mir noch überlegen, ob ich am Mittwoch ein Video bringe. Eben durch diese Hitze hier ist das nicht so einfach. Habe da zwar eine Idee, mal schauen, ob ich die so umsetzen kann. Also nicht wundern, falls am Mittwoch kein Video kommen sollte. Kommt auf jeden Fall wieder eins am Sonntag. Und ja, ich sage auf jeden Fall an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Video. Lasst euch überraschen, ob es am Mittwoch oder am Sonntag ist, aber es kommt definitiv wieder ein Video. Ich sage wie immer, bleibt gesund da draußen, passt auf euch auf und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. Go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy